Eine Magnetbohrmaschine war bis vor wenigen Jahren noch ein absolutes Luxuswerkzeug. Wo die ersten für 500, 600 Euro auf den Markt gekommen sind, da habe ich sofort zugegriffen. Und ich weiß noch wie heute, dass ich mich wie ein kleines Kind gefreut habe, dass ich jetzt diese geniale Möglichkeit in meiner Werkstatt hatte. Und heute gibt es die Geräte zum absoluten Dumpingpreis. Ich habe hier heute zwei Geräte, die sind so unschlagbar günstig, das kann man sich kaum noch vorstellen. Das heißt, diese kleine kompakte Magnetbohrmaschine kostet 142,50 Euro und diese große, kräftige Magnetbohrmaschine, sogar mit Drehzahlregulierung, kostet aktuell 182 Euro. Also die sind wirklich unschlagbar günstig. Die Frage ist natürlich nur bei so günstigen Geräten, was bekommt man hier für eine Qualität? Taugen diese Geräte überhaupt was? Was ist der Vorteil einer Magnetbohrmaschine? Und ich sage immer so schön, man kann damit überall alles bohren. Weil man kann nicht alles unter eine Ständerbohrmaschine oder unter eine Tischbohrmaschine bringen. Man kann aber überall diese Magnetbohrmaschine anbringen und hat dann die gleichen Vorteile, als wenn man halt eine Ständer- oder Tischbohrmaschine hätte. Ich habe also hier unten einen Magneten, den kann ich einfach einschalten und an jeder magnetischen Oberfläche ist das Ganze dann befestigt und ich kann hier wirklich komfortabel bohren. Absolut geniale Möglichkeit. Das funktioniert natürlich auch in allen Positionen. Selbst über Kopf kann ich das Ganze theoretisch anbauen und kann damit bohren. Also es ist wirklich eine schöne Lösung, eine absolut geniale Möglichkeit. Ist in der Variante bezahlbar, ist unglaublich platzsparend und halt unglaublich flexibel. Ich nutze das seit Jahren und die Möglichkeiten sind wirklich gigantisch. Darum ist jetzt auch der erste zentrale Punkt, dass dieser Elektromagnet wirklich genug Haftkraft hat bei beiden Geräten. Ich habe beide Geräte einfach mal versucht, hier am Tisch abzuziehen. Das schafft man nicht. Man bewegt eher diesen ganzen Schweißtisch, bevor sich hier irgendwas bewegt, irgendwas verschiebt oder irgendwas löst. Also bei beiden Geräten ist die Haftkraft des Magnetens mehr als ausreichend. Ich habe beide auch seitlich angehangen. Ich habe beide an den Pfosten angehangen. Das ist alles wirklich kein Problem. Habe auch in verschiedenen Positionen mit diesen Geräten gearbeitet und das ist wirklich von der Haftkraft, kann man hier nicht meckern, das passt wirklich. Jetzt werden viele Leute sagen von wegen, ja gut, Schweißtisch ist metallisch, vielleicht hast du einen Pfosten, der metallisch ist, aber überall alles bohren, es ist ja nicht alles magnetisch und das ist natürlich klar, aber man hat die Möglichkeit, sich überall einen magnetischen Untergrund zu schaffen. Ich habe schon an Stellen gebohrt, da habe ich mir dann einfach eine Platte angedübelt und konnte dann an denen bohren. Oder ich habe zum Beispiel ein Flachmaterial mir vorher mit einer Schraubzwinge angebracht und da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, dass man diese Geräte überall einsetzen kann. Aber gucken wir uns die einzelnen Geräte mal ein bisschen genauer an. Das ist die kleine Variante. 10 Kilo, 142,50 Euro. Finde ich also wirklich für den Preis Hammer. Hatte ich nicht viel erwartet. Wo ich das Gerät ausgepackt habe, war ich wirklich sehr begeistert, weil es ist ordentlich sauber verarbeitet. Es sieht optisch wirklich gut aus. Es hat natürlich nur einfache Funktionen. Wir haben hier keine Drehzahlregulierung, keinen Rechts-Links-Lauf oder dergleichen. Aber es reicht im Prinzip. Das heißt, ich kann das hier einfach einschalten. Habe dann den Magneten, es ist bombenfest, ich habe eine Haftkraft von 1250 Newton, habe 1450 Watt mit dem Gerät, also auch wirklich mehr als genug Leistung zum Bohren. Habe dann hier den An- und Ausschalter. Und das ist im Prinzip das Gerät. Habe hier eine saubere Schwalbenschwanzführung und kann dann hiermit arbeiten mit dem Gerät. Ich habe die verschiedensten Bohrungen damit ausgeführt. Hauptsächlich arbeite ich am liebsten mit diesen Geräten, mit den sogenannten Kernlochbohrern. Das ist eine Weldon-Aufnahme. Da kann man die ganz einfach einspannen. Habe ich auch schon ein paar Mal erklärt und gezeigt. Und damit kann man wirklich sehr große Löcher in sehr dickes Material reinbringen, aber natürlich auch in dünnes Material. Das funktioniert wirklich unglaublich gut. Und das in den verschiedensten Positionen. Ich habe so ein paar Muster gebohrt, um mir da wirklich auch einen Eindruck zu verschaffen. Und das werde ich natürlich hier auch immer im Detail einblenden, damit ihr das so ein bisschen seht. Also bei mir hat das wirklich alles super funktioniert. Jetzt hat man oft immer das Problem, dass man auch mit einem ganz normalen Futter- und Spiralbohrer arbeiten möchte. Und da ist bei vielen Magnetbohrmaschinen das Problem, dass der Hubweg zu begrenzt ist. Man kann also weitaus unter die unterste Ebene gehen mit beim Bohren. Man hat aber das Problem, wenn ich hier einen längeren Spiralbohrer mit dem Futter einbaue, dass es dann wirklich von der Hublänge nicht mehr reicht. Wenn ich dann also hier unten zum Beispiel ein 40×40 Vierkantrohr unterpacke, dann reicht das überhaupt nicht mehr. Und da habe ich hier die Möglichkeit,
Ich kann an der Führung diese ganze Bohrmaschine verstellen. Ich kann das hier einfach lösen und das gibt es in der Einfachheit wirklich sehr, sehr selten. Ich kann das hier einfach lösen, runterschieben, dann kann ich deutlich unter die Horizontale gehen beim Bohren, kann auch mal sehr sinnvoll sein. Und genauso kann ich es hier in der Höhe verstellen, kann dann auch jegliche Form von Spiralbohrer und jegliche Form von Futter nutzen. Also ist eine sehr praktische Sache. Einstellen ist sowieso bei Magnetbohrmaschinen immer eine ganz wichtige Sache. Ich habe hier hinten die Führung und diese Führung kann ich hier an den Schrauben auch immer noch einstellen. Das heißt, wenn das Ganze so locker ist, dass der ganze Kopf hier immer absackt, dann ist es natürlich so, dass ich es ein bisschen fester machen kann und wenn es zu schwer geht, kann ich mir das so ein bisschen lösen. Das sollte man immer wirklich bei einer Magnetbohrmaschine mal regelmäßig kontrollieren, macht dann viel mehr Spaß damit zu arbeiten. Was ganz wichtig ist, ich habe hier zum Beispiel in eine Gasflasche Bohrung eingebracht, seitlich, einfach mal um das auszuprobieren, geht auch wie Butter. Da ist es natürlich so, wenn mir jetzt einer den Stecker zieht, dann fällt dieses Gerät runter wie ein Stein. Oder wenn die Sicherung rausfliegt oder wenn zum Beispiel irgendwo ein Stromausfall ist, haben wir hier in Deutschland weniger. Aber es kann natürlich alles passieren und da sollte man so ein Gerät sichern. Dafür ist dieser Gurt da, den kann man hier unten durchführen, kann das Ganze sichern und dann kann da natürlich nichts mehr passieren. Genauso gibt es die Möglichkeit bei den Geräten, das ist auch sehr interessant, dass man hier einen Kühlschmiermitteltank anbringt. Den kann man hier oben ganz einfach anbringen, kann die Bohrungen lösen und dann kann man Kühlschmiermittel, schweres Wort, ganz einfach hier unten zuführen und das geht dann direkt durch die Aufnahme und das ist auch eine sehr interessante Sache. Ich habe dann also eine sogenannte Weldon-Aufnahme, habe hier in der Mitte die Bohrung und da kommt das Kühlschmiermittel direkt durch und geht dann direkt wirklich an die Stelle, wo es auch gebraucht wird. Sehr, sehr effizient. Auch also eine schöne Möglichkeit. Ich kann das hier noch einstellen, wie viel Kühlschmiermittel wirklich gebraucht wird. Und viele fragen mich immer, wenn ich jetzt mit so einem Kernlochbohrer bohre, wie kann ich denn meine Bohrung anzentrieren? Und dafür gibt es diese kleinen Stifte hier. Und dieser Zentrierstift, der steckt hier einfach drin. Und wenn ich meine Bohrung oder meinen Körner anzentriere, dann geht der einfach nach oben weg und stört dann nicht mehr und dann kann hier ganz normal gebohrt werden. Also auch eine schöne Sache. Und das ist im Grunde diese Magnetbohrmaschine im Detail erklärt. Da gibt es wirklich nicht viel zu zeigen. Bei mir hat hier wirklich alles richtig, richtig gut funktioniert. Das Einzigste, was mir an so einer Magnetbohrmaschine fehlt, das ist natürlich, dass man hier irgendwo größere Bohrungen nur schlecht ausführen kann oder nur sehr langsam ausführen kann, weil halt die Drehzahleinstellung nicht vorhanden ist. Und da kommt die zweite Magnetbohrmaschine ins Spiel. Die hat nämlich auch für einen sehr, sehr geringen Preis eine Drehzahlregulierung. Und das Gerät hat jetzt nicht nur die Drehzahlregulierung, sondern ist im Ganzen auch deutlich massiver aufgebaut, hat 1550 Watt, das andere Gerät hat 1450 Watt, hat also ein bisschen mehr Leistung und kann hier bis zu 50 mm Bohrung ausführen. Das kleinere Gerät kann bis zu 40 mm Bohrung ausführen. Ich habe hier in meinen Tests maximal 27 mm Bohrungen ausgeführt, weil das ist einfach der größte Kernlochbohrer, den ich habe. Und das haben beide Geräte völlig problemlos gemacht. Man muss natürlich aber sagen, hier ist dann die Drehzahl deutlich zu hoch. Hier kann man die Drehzahl anpassen und das ist natürlich deutlich schonender für das Werkzeug. Nachteil ist natürlich, bei dem Gerät ist es etwas schwerer. Sieht man schon an der Ausführung. Hier sind wir so bei 10 Kilo, hier sind wir bei 12, 13 Kilo. Ist aber immer noch sehr praktisch, sehr handlich und ist wirklich ein sehr, sehr massives Gerät. Und auch für den Preis muss ich sagen, es ist sauber und ordentlich verarbeitet. Das sieht man hier an diesen ganzen Führungen und so. Da ist wirklich nichts, an dem ich irgendwas kritisieren oder meckern müsste oder so. Gerade für den Preis, den muss man ja auch immer so ein bisschen in Relation behalten, von wegen, ist das wirklich super. Und jetzt wird es besser und schlechter zugleich. Ich habe nämlich hier noch ein Zubehör. Das muss man bei anderen Magnetbohrmaschinen dazu kaufen. Das ist dieses Zahnkranzbohrfutter. Das habe ich hier mal eingebaut. Und jetzt sieht man, wenn man sich das Gerät anguckt, das, was ich euch vorhin erzählt habe. Ich kann das jetzt hier in die höchste Position bringen. Und jetzt sieht man, dass dieser Weg hier unten wirklich nur sehr gering ist. Wenn man jetzt hier noch einen 8er oder einen 10er Bohrer einbaut, dann hat man hier unten wirklich kaum noch Platz für das Material. Und das hatte ich euch vorhin erzählt.
Und hier ist es auch nicht möglich, das Ganze problemlos zu verstellen. Hier sieht es sogar so aus, als wenn der ganze Korpus hier verschraubt ist. Also nicht so schön wie hier. Das finde ich hier wirklich genial. Dass man hier diese Höhe verändern kann, das finde ich wirklich top. Kann man hier leider nicht. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Ansonsten schöne Magnetbohrmaschine, hat richtig viel Dampf, Drehzahlregulierung, gerade für alle, die mit so einer Weldon-Aufnahme hier oder Weldon-Aufnahme, so heißt es richtig, und diesen Kernlochbohrern dicke Löcher bohren wollen, die da die Drehzahl regulieren müssen, ist das sicherlich eine sehr, sehr schöne und vor allen Dingen extrem bezahlbare Lösung. Aber mit dem Bohrfutter und der Verstellmöglichkeit hier, oder das finde ich nicht so perfekt. Da kann man sicherlich das Ganze noch besser hinkriegen. Müsste man sich das hier zum Vorbild nehmen, da funktioniert das wirklich deutlich, deutlich besser. Also mein Fazit ist, für den Preis sind diese Magnetbohrmaschinen sicherlich unschlagbar. Mein ganz klarer Favorit ist diese kleine Magnetbohrmaschine. Für alle, die nicht unbedingt extrem große Bohrungen ausführen, sage ich mal, über 20 oder so sehr selten hochgehen, für die ist das wirklich eine perfekte Maschine. Für den Preis kann man da definitiv nichts verkehrt machen. Es gibt die Maschine so nackig, dann kostet sie, wie gesagt, so um die 140 Euro. Es gibt sie aber auch mit extrem viel Zubehör, dann kostet sie ungefähr so 100 Euro mehr. Wäre so meine persönliche Empfehlung, weil man dann wirklich gleich alles hat. Allein wenn man anfängt, sich so ein Futter noch zu kaufen oder so, das kostet halt alles eine Menge, und wenn man sich das einmal komplett kauft. Ansonsten, wie gesagt, für Leute, die wirklich massive, große Bohrungen durchführen, ist eine Drehzahlregulierung natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn man das vorhat oder so, dann sollte man eher auf so ein Gerät zurückgreifen. Ich hoffe, dieser kleine Test hat euch gefallen. Ich habe die letzten Tage viel damit gearbeitet und muss wirklich sagen, Geräte sind für den Preis unschlagbar. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen, beim Bohren. Wenn euch noch was zu den beiden Geräten interessiert, dann schreibt es mir einfach. Ich habe jetzt so viele Magnetbohrmaschinen. Ich muss mal die nächsten Wochen überlegen, was ich mit den Magnetbohrmaschinen mache. In diesem Sinne, vielleicht habt ihr eine Idee, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, bis dann und viel Spaß beim Bohren, beim Schweißen, beim Metallverarbeiten. Euer Manni.